Alle Jahre wieder geht es los mit dem Weihnachtsmarkt, mit dem Weihnachtsevent und News. Und heute gucken wir mal, was es alles Neues gibt mit dem aktuellen Update und was alles Entscheidendes geändert wurde im Game. Doch zunächst starten wir hier mit den Grüßen von RF4 an uns Angler. Greetings, Grüße ihr Angler. Das neue Jahr steht vor der Tür und wir wünschen euch allen einen schönen Winterurlaub. Wir haben einige spannende Herausforderungen und coole Überraschungen für euch vorbereitet, die ihr über die Feiertage entdecken könnt. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, wünsche ich euch auch und euch auch. Und ja, wir gucken mal, was so geht. In diesem Update haben wir die Herangehensweise mit dem Posenrouten geändert. Okay, damit fangen sie an. Also das ist die erste News. Wir haben uns entschieden, das Carp Pop-Up Float Rig aus dem Spiel zu entfernen, da dieses Design des Float Hair Rigs das Angeln mit Pop-Up Boilies nicht vorsieht. Gleichzeitig ist es jetzt möglich, bei der Verwendung des Carp Hair Float Rigs die Also, ganz simpel. Karpfenangeln mit der Pose war jahrelang sehr nice. Seit wenigen Jahren gab es auf einmal eine Änderung. Und da kam das Karpfen Pop-Up Rig auch mit rein. Allerdings hatte man dann immer die Notwendigkeit, die Karpfenroute so auszujustieren, dass das Blei vom Posen-Rig auf dem Grund lag und dann der Boilie wieder hochkam. Also, was wurde geändert? Wir haben hier zwei Routen oder zwei Angelmethoden jetzt im Game, die das Angeln in mittleren Wasserebenen oder in der Wasserebene, die du dir halt ausdenkst, ermöglicht. Und zwar vor kurzem integriert das Zig-Rig, wo wir eben nach unten werfen, dann haben wir hier unten unser Blei und dann geht es, je nachdem wie wir es einstellen möchten, mit dem Vorfach in die Höhe, wo wir eben hinwollen. Also da präsentieren wir dann die Köder. Und das Ganze war ja dann mit dem Posenangeln in der Vergangenheit halt eher so mäßig nice. Das heißt, wir haben ausgeworfen in der Vergangenheit, hatten dann hier unsere Pose dran und sind dann eben noch weiter runtergegangen bis zum Grund, weil sonst ist die Pose immer umgekippt. Und dann mussten wir quasi gucken mit dem Vorfach, ne, dann war das quasi das normale 60 cm oder das, was man eben verwendet hat. Und war dann eben nur in diesem Bereich unterwegs. Es war nicht wirklich Posenangeln. Und das wurde jetzt eben geändert. Und zwar haben wir jetzt auch wieder, zack, eine schöne Schnur bis dahin. Dann kommen hier die nicen Waggler vom Weihnachtsmarkt kommen dann hier hin, die dann auch noch verschiedenfarbig sind. Und dann können wir jetzt sagen, okay, wir wollen in der Tiefe angeln. Oder wir wollen mal in der Tiefe angeln. Oder wir angeln einfach mal in der Tiefe und präsentieren dann dort oder dort die Boilies. Ohne, dass die Pose umkippt, runterfällt oder, denn die Pose trägt jetzt die Boilies. Klingt vielleicht in der Ankündigung etwas kompliziert, ist es aber eigentlich auch gar nicht, denn das ist jetzt quasi klassisches Posenangeln. Wir haben eine Pose, wir stellen ein, wie tief der Boilie stehen soll und haben dann die Möglichkeit eben in den verschiedenen Wasserflächen zu angeln. Ja, dann gab es Infos zu den Weihnachtsmärkten. Die Weihnachtsmärkte sind wieder da. Na, wie jedes Jahr kommen auch jetzt wieder die Weihnachtsmärkte rein. Einmal der Lebensmittelmarkt und da hinten steht dann auch noch der Markt für die Sets. Also Boilies und Routen und Rollen und sowas alles. Und das gucken wir uns natürlich auch gleich alles noch an. Direkt im nächsten Video folgt dann alles Wichtige zu den Weihnachtsmärkten. Was sollte man sich kaufen? Was ist ein Nice-Have? Was braucht man nicht unbedingt? Und ja, was kann man sich wirklich gut kaufen? Also was ist eine Kaufempfehlung? Also das gucken wir uns schön alles gleich im Detail an im nächsten Video. Schön, die sind auf jeden Fall schon mal alle da. Und ich hoffe, dass es da auch was Gutes, Neues gibt. Speziell vielleicht so für einen Kupfersee oder so, 6000er Rollen hätte ich schon gerne. Dann gab es nochmal kleine Veränderungen zum Moskitosee. Da wurde die Uferlinie ein bisschen angepasst. Gucke ich mir auch mal an, bin ich gespannt. Und dazu dann auch nochmal eine ganz wichtige Geschichte. Und zwar wurde ein neuer Algorithmus für die Kantenerkennung bei der Bewegung von Figuren implementiert. Das heißt, wir als Spieler, als Figur rennen ja hier durch die Area und hatten immer mal wieder so Hänger an der Wasserkante oder irgendwo an Grünzeug oder so. Und das heißt, also nicht beim Auswerfen, beim Angeln, sondern man rennt irgendwie an die Wasserkante und auf einmal bleibt man hängen. Und danach war es so nach 30, 60 Sekunden auf einmal so ein flupp, kleiner Anheber und dann war man wieder frei. Und dieses Steckenbleiben der Spielfigur, das soll jetzt durch einen neuen Algorithmus
behoben worden sein. Das ist doch ein schönes Ding. Hoffen wir mal, dass das weiträumig an den meisten Gewässern jetzt auch so ist. Wir als Masse an Spieler, wir werden das bestimmt schnell rauskriegen, ob das besser ist oder nicht. Ja, dann gibt es eine kleine Info, die Möglichkeit, begrenzte Gegenstände, also Limited Items im Laden zurückzubringen, wurde entfernt. Wenn du das irgendwie hattest, mir ist das nie irgendwie aufgefallen, also begrenzte Gegenstände, dass man die wieder zurückgibt, war wohl nicht irgendwie möglich, ist jetzt machbar. Wie gesagt, wenn dir da was aufgefallen ist, gerne auch in die Kommentare schreiben. Interessant, aber das ist jetzt wohl machbar. Dann wurde an den Weichplastikködern ein wenig herumgespielt, und zwar eine experimentelle Physik für einige Weichplastikköder wurde implementiert. Sie bewegen sich aufgrund der sie umgebenden Kräfte. Was das für Auswirkungen hat, wie das aussieht, was da jetzt passiert, bin ich gespannt, werden wir im Blick haben. Gucken wir mal, ob das nur rein optisch ist oder ob das wirklich dann auch Lockwirkungen hat oder sich da irgendwie ändert. Also das werden wir testen. Soll übrigens nicht, das hatten wir ja zuletzt im Discord noch, beziehungsweise auch im Livestream diskutiert mit dem Texas Rig und Carolina Rig, dass das gerade schwer läuft, soll damit nichts zu tun haben. Ja, dann kommen eben nochmal die Infos hier. Es wurde die Änderung einer Karpfen-Haarmontage für Posen-Setups, ne, das wurde geändert. Also sinkende Boilies werden automatisch angepasst. Carp-Pop-Up-Rig ist nicht mehr verfügbar. Wenn du Skillpunkte drin hattest in dieser Montageart, werden die jetzt erstattet. Und dementsprechend ist das jetzt raus. Und dann hat man jetzt eben das andere richtige Match-Routen, Karpfenangeln oder Karpfenangeln mit Pose. Ich bin gespannt, inwieweit das wichtig wird für alle Karpfenangler. Die Auswahl an verfügbaren Rollen wurde erweitert. Das klingt doch richtig gut. Das klingt doch gut, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja, wie gerade schon gesagt, das sehen wir dann im nächsten Video. Das folgt, sobald ich die Infos habe. Und dann wird das schratzfatz fertig gemacht. Also direkt Kanal abonnieren, damit du diesen wunderbaren Kanal auch nicht hier verlierst. Daumen da lassen, hilft mir mega. Und dann gucken wir gleich im nächsten Video, was es an neuen Rollen gibt. Ja, dann kommen wir zu einer Sache, die sich seit Jahren viele schon gewünscht haben. Und zwar gibt es so eine Kleinigkeit. Wenn man Premium hat, hat man einmal am Tag, sobald man irgendwas macht, was Skillpunkte, Erfahrungspunkte bringt, hat man einmal am Tag Happy Hour. Und die Happy Hour, die wird dann angezeigt. Das heißt, wir sehen dann genau, wie lange läuft noch meine Happy Hour. Ist das der Hammer? Einen schönen Timer, wie und wo. Ich bin gespannt. Irgendwo kriegen wir dann die Anzeige, so und so lange läuft noch deine Happy Hour. Sehr, sehr nice. Richtig, richtig nice. Also, dass das so reinkommt, endlich ein richtig schönes Ding. Dann geht es weiter. Kleinigkeiten, aber richtig nice to have. Also Quality of Life Veränderung im Game. Es wird was gemacht, es wird auf die Community gehört. Und zwar, wenn wir hier unten rechts in die Ecke gucken, haben wir ja hier schön unseren Kompass. Und in der Mitte ist so wahnsinnig viel Platz. Da könnte doch hervorragend eine Minimap reinpassen, oder? Tja, da ist sie jetzt drin. Eine Minimap. Und zwar immer dann, wenn du an einem neuen Gewässer bist, zum Beispiel du kommst an die alte Festung, gehst zur Verwaltung, kaufst dir dort die neue Karte vom Gewässer. Zack, hast du sofort da unten eine Minimap und siehst, wo du bist. Und ja, wenn wir gerade schon bei der Karte sind, dann klicken wir jetzt auf die Karte und haben dann hier genau, wo wir die Maus hinbewegen, auch noch Koordinaten. Das heißt, wenn der Alden dir sagt, hier, geh mal auf 75, 75, hoverst du genau hin, hier ist das, da fange ich die Kaulbarsche, ja perfekt, da muss ich nicht hier unten rumrennen und suchen, sondern lauf direkt an die richtige Stelle und zieh dann da die Brocken raus. Richtig gut. Tja, und weil das ja nicht alles ist, ich meine, die waren jetzt hier ein halbes Jahr beschäftigt mit dem Ganzen und haben hier einiges verändert und an dem Game gearbeitet, dass es stabiler läuft und damit das hier neu ist und damit eine neue Engine hier halt richtig schön funktioniert. Das läuft alles im Hintergrund und fällt uns gar nicht so großartig auf.
aber es wird ja trotzdem noch einiges gemacht. Zum Beispiel sowas Simples wie eine Suchfunktion in den Rekordtabellen. Das heißt, wir suchen zum Beispiel jetzt nach dem Hecht. Wo wurde der Hecht gefangen? Alles, was Hecht ist. Das heißt, wir tippen Hecht ein und haben dann sämtliche Hechtarten in der Suche und können dann gucken, wo ist das. Oder wir suchen hier gerade einen raus, gucken, wie war das denn, wo war der denn. Das heißt, wir tippen das in der Suche ein. Zack, dann werden diese nur noch angezeigt und gut ist. Auch das super praktisch, gerade bei dieser Vielzahl an Fischen. Und es werden ja vielleicht auch immer noch mehr und mehr und mehr. Dann ist das doch schon mal eine gute Basis. Ich befinde mich ja hier gerade in meiner kleinen Hütte am Moskitosee. Schön klein am Feuer. Oh, sehr schön. Wärme ich mich hier ein bisschen. Du hast vielleicht deine Hütte am Nordmeer. Schön die große Halle. Gönnst dir einfach richtig. Und damit du dir auch noch mehr gönnen kannst, wurden da jetzt auch noch mehr Plätze an die Wände oder freigegeben, damit du da deinen ganzen Trophys ranklatschen kannst. Also mehr Platz für Trophäen sozusagen am Nordmeer oder im Nordmeerhaus. Auch sehr cool. Dann gibt es eine Änderung und zwar bei den Herausforderungen. Da gucken wir gerade noch mal eben rein. Hier haben wir die Herausforderung. Herausforderung Match und Bolognese. Bolognese und Match. Und dann geht es dann auf hier Stufe 7, die Etappe 7, Aufgabe 3. Da steht jetzt drin, die 32 Kilo Gewichtsanforderung. Also es ist wahrscheinlich hier diese 40 Kilo Aufgabe. Die wurde wohl reduziert auf 32 Kilo. Ja, schönes Ding. Also fange einen dieser Fische mit 32 Kilo und wohl nicht mit 40 Kilo. 40 Kilo ist halt mal so ein Lederkarpfen. Und da sind natürlich alle anderen äußerst schwierig mitzufangen. Vielleicht hier der C2 Super Freak noch oder so. Aber das ist natürlich super schwierig, so einen Fisch zu fangen. Jetzt natürlich mit der neuen Match-Montage wahrscheinlich nochmal viel besser ranzugehen. Also das lohnt bestimmt auch nochmal. Ja, und jetzt ist das Ganze dann, wie gesagt, dann wahrscheinlich reduziert. Ich glaube, da ist vielleicht ein Tippfehler drin. Jetzt sind es wahrscheinlich dann die 32 Kilo. Das ist schön. Das macht Sinn. Das ist geil. Das kann man jetzt, glaube ich, ganz gut erledigen. 32 Kilo ist jetzt nicht ganz wenig. Aber die kriegt man auf jeden Fall deutlich leichter erreicht eben als die 40 Kilo. Ja, da gibt es noch so Kleinigkeiten. Es gibt jetzt die gleiche Taste, wenn jetzt ein Bootsticket ausläuft, dann ist es jetzt die gleiche Taste wie beim Aktivieren, dass sich das jetzt nicht so unterscheidet. Dann wurden Lautstärke und Soundfehler so ein bisschen behoben. Also auch da ist man nochmal dran gegangen, dass das vielleicht nicht so mega laut ist bei manchen Sounds. Also auch das richtig, richtig nice. Dann natürlich auch nochmal super wichtig, die gesamte Spielwelt wurde zurückgesetzt und es gibt, ja, Fischmigration. Das wird für uns natürlich jetzt super entscheidend, denn ab jetzt startet ja die Neujahrsaufgabe. Also die Neujahrsaufgaben sind auch ab jetzt aktiv, beziehungsweise sind dann aktiv, wenn du ins Game reingehst bis zum 10.2. Also, wenn Sie das Spiel bis zum 10.1., so, nicht 2., wenn Sie das Spiel bis zum 10.1. betreten, haben Sie 60 Tage Zeit, um diese Aufgaben zu absolvieren und die Belohnung einzukassieren. Wenn du jetzt also im Urlaub gehst und du denkst, ach komm, so eine halbe Stunde zocke ich noch, danach bin ich 2 Wochen nicht da, dann lass das doch, dann spar dir diese halbe Stunde, dann bist du jetzt eben nicht eingeloggt und dann läuft die Zeit jetzt nicht schon. Sondern dann gehst du halt nach dem Urlaub bis zum 10.1. bist du dann wahrscheinlich wieder da und dann kannst du ja ab dann, wenn du wieder da bist oder halt bis zum 10.1. dich einmal einloggen, dann läuft die Zeit, dann hast du 60 Tage Zeit, also dann nochmal 2 Monate Zeit, um diese Aufgaben zu erledigen und das sollte man doch schaffen. Für diese Aufgaben machen wir natürlich auch im Discord-Bereich nochmal einen kleinen Bereich ready, dass man da auch schon mal starten kann, dass wir uns da die Infos sammeln und uns austauschen können, wo, was, wie am besten läuft. Und man muss natürlich auch gucken,
das ändert sich natürlich auch wie immer im Game über die ganzen Tage und Wochen. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht erst in einer Woche da reinguckst, kann es natürlich auch wieder sein, dass sich da die Spots wieder ein bisschen geändert haben oder die Ködervorlieben. Also das ist halt normal im Game. Aber wenn wir jetzt hier in den ersten Wochen oder in der ersten Woche schon Gas geben und versuchen, die Aufgaben zu erledigen, dann kommen da bestimmt viele nützliche Infos zusammen. Auch noch richtig schön, bis zum 9.1. gibt es kostenlose Happy Hour. Sehr cool. Kostenlose Happy Hour. Also, wenn du dir sonst keine Happy Hour leisten kannst oder leisten willst, hast du jetzt die Chance, die Happy Hour zu nutzen. Nutze die Zeit sinnvoll. Also jetzt einmal am Tag richtig hart reingehen, gerade wenn du neu bist im Game, die Jobs pushen. Also Angelfutterzubereitung. Das sind so die wichtigen Sachen. Also Köderbeschaffung hochpushen, Angelfutterzubereitung hochpushen. Jetzt immer durchballern. Nicht angeln, die paar XP mehr, das macht den Kohl nicht fett, aber jetzt die Skills hochkriegen und gerade wenn man so bei 80% plus ist bei den Skills schon, wo es dann nochmal schwieriger wird, überhaupt Prozente zu kriegen, zack, die Happy Hour nutzen, das macht Sinn. Und wenn du sowieso schon Happy Hour hast, kriegen wir dann auch noch doppeltes Happy Hour, also doppelte Zeit Happy Hour für alle, die sowieso schon Premium haben, auch sehr cool. Auch nochmal eine Info, wenn Sie während einer aktiven Happy Hour ein Premium-Abo erwerben oder ein Premium-Token aktivieren. Es gab letztens diese Premium-Token beim Abschließen dieser Aufgaben. Also, wenn da jetzt wieder so eine Premium-Token drin sind fürs Abschließen einer Aufgabe, wenn man sie dann aktiviert, wird die doppelte Happy Hour nach dem nächsten Reset aktiv. Also erst dann quasi am nächsten Tag oder dann halt nachts, dann geht das quasi erst los, dass dann eben die Happy Hour, die doppelte Happy Hour startet. Ja, und dann habe ich einen winzigen kleinen Satz gar nicht vorgelesen. Die Game Engine wurde aktualisiert. Die Game Engine wurde aktualisiert. Ganz viel Arbeit steckt hinter diesem kleinen Satz. Ganz viel, was eben dadurch erst möglich wird. Und gucken wir mal, was das eben jetzt noch demnächst alles bewirkt. Warum war das halt so schwer notwendig, dass die Game Engine aktualisiert wurde? Was für ein Rattenschwanz hängt da eigentlich dran? Also da steckt quasi jetzt quasi ein halbes Jahr Arbeit drin von RF4, Aktualisierung der Game Engine, dass das alles läuft. Das wird jetzt hier alles mit reingepatcht. Das ist jetzt alles aktualisiert worden und es kommt natürlich dann mit der neuen Game Engine, ja, vielleicht dann auch noch neue Möglichkeiten mit dazu, das Game weiterzuentwickeln. Ich bin mega gespannt. Also neue, aktuelle Game Engine ist halt irgendwie immer ein gutes Zeichen. Zum einen Richtung Stabilität natürlich fürs Game, zum anderen, wie gesagt, neue Möglichkeiten. Wer weiß, was halt da noch alles kommen kann jetzt. Und das gibt doch Hoffnung, dass es wirklich neue spannende Aufgaben, neue spannende Gewässer vielleicht dann eben auch noch hier in RF4 gibt. So viel dazu, so viel zu den Patch Notes. Wer hätte es gedacht? Also doch schon ratzfatz das neue Gewässer da. Jetzt auch schon direkt das Winter-Event. Sehr cool. Ab ans Wasser rausziehen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim Wettangeln am Freitag. Jeden Freitag schön Belaya Wettangeln. Jetzt an der neuen Belaya. Richtig cool. Und gleich dann natürlich auch reinklicken ins nächste Video, wenn es um die Must-Haves und das Wichtigste vom Weihnachtsmarkt geht. Was ist alles neu im Markt? Was ist alles neu? Was sollte man sich kaufen? Was wäre eine Überlegung wert? Also, das kommt gleich im nächsten Video. Petri Lümmels, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Vielen Dank für den geilen Support. Ich freue mich aufs nächste Video und später dann auf dem Livestream. Bis dahin.